Ja, ich habe es ja schon eingangs in einigen Meldungen bereits kundgetan. Eine rigorose Migrationspolitik, die sofort zu sofortigen Grenzkontrollen führen würde. Abschiebungen würden stattfinden, ganz klar für diejenigen, die in Deutschland nichts zu suchen haben. Kriminelle Asylbewerber oder Migranten würden abgeschoben werden. Wir würden eine Kehrtwende in dieser desaströsen Energiewende betreiben, den wir auch vorantreiben würden, dass wir natürlich die ganze Corona-Politik aufarbeiten würden, wo definitiv Grundrechts- und auch Meinungsfreiheitsdelikte stattgefunden haben. Fasziniert und vor allen Dingen auch ein Stück weit in die Politik gebracht war Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit. Er hat damals wirklich das Kunststück auch fertiggebracht, Ost und West ein Stück weit näher zusammenzubringen. Und das sehe ich jetzt aktuell bei dem jetzigen Bundeskanzler, aber auch bei der Kanzlerin davor in Gefahr, die eher wieder zur Spaltung beigetragen haben. Ja, es gibt ja auch Dinge, die man kritisieren kann, vor allem die Versprechen, was zum Beispiel auch die Maastricht-Verträge angeht, was ja den Euro umfasst, die im Endeffekt auch von der Europäischen Union nicht eingehalten wurden. Und genau das kritisieren wir, was zum Beispiel auch die Verschuldungskriterien angeht, die ja mittlerweile nicht mehr Deutschland einhält, mit über 65%. Ich hatte gedacht, dass Sie womöglich sagen, Gerhard Schröder ist der Kanzler, der Sie besonders fasziniert. Warum? Weil Sie sich vor kurzem in einem Tweet sehr positiv über ihn geäußert haben. Sie haben gesagt, er setzte als Kanzler sich für die strategische Partnerschaft mit Russland ein und bereitete Nord Stream, der Lebensader unserer Industrie, den Weg. Sein Lebenswerk wird einst vollendet. Was fasziniert Sie so an Gerhard Schröder und wie vollendet sich sein Lebenswerk? Ja, Gerhard Schröder ist für mich der letzte Kanzler, der deutsche Interessen vertreten hat und das auch nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt, in dem er vor allen Dingen auch die wertschöpfende Bevölkerung in diesem Land, also die, für die die Sozialdemokratie immer Politik gemacht hat, in den Mittelpunkt seines Wirkens gesetzt hat. Und das rechne ich ihm hoch an und auch seinen Friedenskurs und auch sein Angebot der Diplomatie und vermittelnden Rolle jetzt in diesem Ukraine-Krieg rechne ich ihm hoch an. Aber wie vollenden Sie sein Lebenswerk? Was haben Sie davor? Ja, ich denke, Gerhard Schröder hat sein Lebenswerk damit auch vollendet, dass er sich auch bereitgestellt hat und auch zur Diplomatie und auch zu dem Friedenskurs beigetragen hat und auch bereit stünde, als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland bereit zu stehen. Und ich denke, das sollte eine Bundesregierung auch anders sein, Gerhard Schröder damit einzubeziehen und auch diese Kontakte zu nutzen. Und das würde ich mir wünschen. Und damit wäre, denke ich, auch Gerhard Schröders Lebensziel ein Stück weit erreicht. Ja, vor allen Dingen muss man ja immer unterscheiden, was Asylbewerberstatus eigentlich bedeutet. Und sukzessive kann man sicherlich Asylbewerber aufnehmen. Die Frage ist, wenn natürlich der Fluchtgrund, das ist Krieg und Vertreibung, sozusagen ins Absurdum geführt ist und auch nicht mehr existiert, müssen diese Asylbewerber wieder zurück. Und das geschieht ja aktuell nicht. Aber also das sind die Erstanträge, 8.048. Wie viel wären es, wenn Sie regieren? Was wäre da Ihr Ziel? Ja, unser Ziel muss es natürlich sein, auch gerade was eine vernünftige Außenpolitik angeht, dass es so wenig wie möglich Asylanträge sind. Wenn es geht, nur noch, also die Zahl 0, muss man ganz klar sagen. Dafür müssen wir eigentlich Sorge tragen, dass wir auch den Menschen in den Heimatländern, wo diese Menschen herkommen, das gegeben, dass sie im Prinzip auch nicht mehr die Fluchtgründe haben. Also Krieg muss verhindert werden und dazu zählt eben auch Diplomatie. Aber wie geht das, wenn man thüringische Landesregierung ist? Ja, als Thüringer kann man als allererstes, die thüringische Landesregierung, genauso wie natürlich eine sächsische, kann natürlich als allererstes Grenzkontrollen durchführen. Das sind auch Maßnahmen, das wäre zum Beispiel ein Programm der ersten 100 Tage, wo wir ganz klar sagen, restriktive Grenzkontrollen, diejenigen, die kein Asyl in Deutschland gewährt muss, nach den Gesetzmäßigkeiten. Thüringen hat gar keine, ich bin ja selber Thüringer, keine Außengrenze. Ich rede ja also auch von Sachsen und auch der Verteilungsschlüssel, der in Deutschland existiert, das kann eine thüringische Landesregierung sehr wohl zurückweisen. Wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass die Migration in der jetzigen Form, wie sie stattfindet, endgültig der Vergangenheit angehört. Und das sagen wir bereits seit 2015. Sie haben eben gerade den Verteilschlüssel angesprochen. Ich erkläre das mal kurz. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Da wird nach sozusagen Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl werden die Flüchtlinge in Deutschland verteilt. Thüringen hat da ungefähr 2,4% der deutschen Asylerstanträge, sozusagen die Thüringen bearbeiten. Das würden Sie nicht mehr mitmachen. Das würden wir nicht mehr mitmachen. Ich denke, es ist wichtig, dass die ersten Bundesländer aus diesem Verteilschlüssel auch ausscheren, um auch Druck auf eine Bundesregierung zu machen, damit diese Politik endlich geändert wird. Und das wäre eine Maßnahme der ersten 100 Tage, wo wir sofort sagen, restriktive Grenzkontrollen für die Anrainer Bundesländer zu den Grenzregionen, dass wir sozusagen keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen und auch keine Migranten mehr aufnehmen. Wir wissen, dass dieses Asylsystem maßlos ausgenutzt wird von Kriminellen und von Leuten, die in Deutschland nichts zu suchen haben. Aber wenn Sie das machen würden, würde das nicht das totale Chaos in
in Deutschland bewirken? Weil was macht dann Hessen, was macht dann Bayern, was macht dann Niedersachsen? Ja, die müssten sich natürlich auch überlegen, wie das im Prinzip mit dieser Migrationspolitik weitergeht. Ich muss Ihnen da leider sagen, aktuell haben wir ja mit dieser Migrationspolitik ein absolutes Chaos. Vor allen Dingen in den Ländern, in den Kommunen, die es nicht mehr leisten können, die es nicht mehr auch finanzieren können. Und ich möchte auch den sicherheitspolitischen Bereich hier mit in die Debatte hineinbringen. Wir erleben aktuell, dass diese Migrationspolitik für die Sicherheit der deutschen Staatsbürger eine große Gefährdung ist mit diesen vielen Vorfällen, mit diesen vielen Morden, die wir jede Woche, jeden Tag mittlerweile erleben, die schon zum Normalzustand in Deutschland geworden sind. Die Fälle, die Sie ansprechen, zum Beispiel kürzlich in Mannheim oder auch diese Woche in Bad Oeynhausen, die beschäftigen viele Menschen, empören, verunsichern viele Menschen, dass es zu solchen Fällen gekommen ist. Da finde ich es interessant, Sie haben im Thüringer Wahlprogramm sprechen Sie auch das Waffenrecht an und sagen, können wir vielleicht auch mal kurz zeigen, die verdachtsunabhängigen, anlasslosen Waffenaufbewahrungskontrollen wollen wir abschaffen. Warum soll im Waffenrecht etwas gelockert werden in einer Situation, wo so viele Menschen sagen, ich fühle mich unsicher? Gut, das ist jetzt eine Thüringer Wahlprogrammforderung, die natürlich die Thüringer Kollegen in ihr Wahlprogramm gegeben haben. Ich denke, das kann man durchaus, die Menschen, die eine Waffe besitzen, werden sowieso grundlegend und auch gründlich geprüft, Aber Sie wollen das ja nicht mehr so stark ob die Eignung vorhanden ist. Und ich denke, es sollte trotzdem möglich sein, dass zum Beispiel Sportschützen eine Waffe auch zu Hause haben dürfen und auch diese natürlich dementsprechend aufbewahren können. Aber Sie wollen ja da offenbar nicht mehr kontrollieren, wo die aufbewahrt wird. Können Sie mal kurz erklären, für wen ist das gut? Ja, ich denke schon, das ist jetzt ein Einzelfall aus Thüringen, den ich jetzt nicht genau kenne. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt denke ich, sollten die Vorschriften, die aktuell herrschen, weiter eingehalten werden. Sie sollten aber nicht dazu genutzt werden, dass man im Prinzip Bürgern, denen sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, die Waffenbesitzkarte oder das Waffenrecht entzieht. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es geht darum, auch ein bisschen deutlich zu machen, wo sind sozusagen Ihre politischen Angebote. Wir haben eben über die Kriminalität gesprochen. Wie verhindern Sie solche Vorfälle wie in Mannheim oder in Bad Oeynhausen? Ja, das muss man ganz klar sagen, wenn man den Täter sieht in Mannheim und in Bad Oeynhausen, das sind Personen, die hier in Deutschland nichts zu suchen gehabt hätten, die schon lange abgeschoben hätten werden müssen. Das waren straffällig oder auch polizeibekannte Asylbewerber. Also hier muss es erstmal darum gehen, dass diese sofort abgeschoben werden müssen. Und da reden wir von Größenordnung von 250.000 bis 300.000 Personen, die insgesamt hier kein Bleiberecht in Deutschland mehr haben. Und die muss man sofort abschieben. Aber wie macht man das schneller? In Ihrem Wahlprogramm, zum Beispiel auch in Thüringen, steht drin, dass Thüringen selber Abschiebeflüge organisieren will. Wie muss man sich das vorstellen? Fliegt man dann von Erfurt nach Kabul? Ja, zum Beispiel. Es ist ja ganz klar, dass man natürlich mit diesen Ländern als allererstes auch Rückführabkommen schließen muss. Wir haben auch immer wieder gefordert, zum Beispiel in Drittstaaten Asylzentren einzuführen. Was passiert dann am Flughafen Kabul, wenn die Thüringer Polizei dort landet und sagt, wir sind hier? Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, man muss natürlich auch Rückführabkommen schaffen. Und der größte Fehler, der hier begangen wurde, ist, dass diese Menschen erst hier hineingelassen wurden. Und jetzt reden wir darüber, wie wir da hinausbekommen. Rückführabkommen mit den Ländern muss man schließen und natürlich auch Asylzentren in Drittstaaten. Mittlerweile übernehmen das alle anderen Parteien, was wir seit 2015, 16 gefordert haben. Und daran sieht man, dass AfD auch wirkt. Ein weiteres wichtiges Thema für Ihre Partei dieser Tage ist nach dem Thema Migration auch der Umgang mit Russland und mit dem Krieg in der Ukraine. Herr Kruppalla, Sie fordern Frieden. Können Sie uns und Ihren möglichen Wählern erklären, wie genau stellen Sie das an? Ja, was wir fordern, vor allen Dingen von der Bundesregierung, das ist ja unsere Aufgabe als Opposition, dass sich diese Bundesregierung so schnell wie möglich für eine Friedenslösung einsetzt. Das heißt, auch die Kriegsparteien an einen Tisch bringen. Und da wäre meiner Meinung nach die Möglichkeit gewesen, dass Berlin auch als Austragungsort einer Friedenskonferenz, die auch den Namen verdient, in dem nämlich alle Kriegsparteien, die Ukraine, Russland und auch die USA, an einen Tisch gehören. Man kann keinen Frieden diskutieren, wenn Russland oder wenn ein Staat nicht dabei ist, was aktuell ja geschehen ist. Aber wenn Sie sagen, die Bundesregierung soll das tun, warum ist das auch Thema für Sie im Landtagswahlkampf? Was macht die sächsische Landesregierung oder die thüringische in dem Bereich? Weil das ganz klar auch viele Bürger umtreibt. Vor allem, wir reden ja nicht nur über die Migrationsprobleme, die ja dadurch im Übrigen auch vergrößert wurden. Wir haben 1 Million Ukrainer in unserem Land, die Bürgergeld beziehen, was ebenso ein Fehler war, was 6 Milliarden Euro den deutschen Steuerzahler kostet, was mittlerweile auch die CDU kritisiert, die es aber damals unterstützt hat. Also das sind ja alles Dinge, die mit eine große Rolle spielt. Wenn wir so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine schaffen, heißt das auch für 1 Million Ukrainer, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
Und deshalb sind das viele Punkte, die natürlich die Menschen auch im Kommunal-, aber natürlich auch im Landtagswahlkampf beschäftigen. Da unterscheidet niemand. Heute ist Landtagswahl. Das ist jetzt ein Thema, was die Bundesregierung Wenn Sie sagen, die Menschen können dann in ihre Heimat zurückkehren, was natürlich etwas ist, was die wahrscheinlich auch selber gerne möchten. Was ist mit den Menschen, die aus den Gebieten kommen, die jetzt besetzt sind von Russland? Sollen die dann auch dorthin zurückkehren? Ja, auch das muss man erstmal entscheiden, wie die Friedensverhandlungen oder beziehungsweise wie ein Kompromiss auf dieser Ebene aussieht. Wie stellen Sie sich denn vor? Das ist jetzt die Frage, die ich jetzt nicht unbedingt als allererstes beantworten müsste. Am Ende muss es um Kompromisse gehen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Ukraine erklärt, nicht NATO-Mitglied zu werden und auch nicht EU-Mitglied. Das wären zum Beispiel Dinge, wo man auch auf das Sicherheitsinteresse Russlands eingehen müsste. Beide Staaten haben Sicherheitsinteressen, die legitim sind. Und man kann und muss auch von einem Kompromiss sprechen und nicht wie Herr Zelensky hier im Bundestag sagen, die Zeit der Kompromisse ist vorbei, wo ich noch keinen Kompromiss gesehen habe. Aber wenn Sie den Kompromiss so formulieren, und ich möchte wirklich nur verstehen, wie Sie das sehen, die Ukraine würde sagen, wir verzichten auf die NATO- und die EU-Mitgliedschaft, müsste sich dann Russland vollständig auch aus der Ukraine zurückziehen? Das wäre dann, denke ich, im gegenseitigen Interesse, dass auch Russland sagt, natürlich, wir ziehen uns aus diesen Gebieten zurück. Wir setzen zum Beispiel auch wieder die Minsk I und II Verträge in Gang und auch die werden umgesetzt. Auch da muss man ja sagen, die Ukraine hat diese Verträge auch nicht umgesetzt, dass es dort zu Referenden kommt und die Gebiete frei entscheiden können, zu welchem Land oder ob sie als neutrales Gebiet weiter ihre Existenz wahren. Denn man muss ja auch eins sagen, es wird ja immer so gesagt, als wenn alle Ukrainer nach Deutschland oder in die westliche EU geflohen sind. Es sind auch 6 Millionen Ukrainer nach Russland geflohen. Warum? Weil sie natürlich auch russischstämmig sind, russischsprachig. Also auch die gibt es. Mal angenommen, die Friedenslösung, die sich dann irgendwann vielleicht mal ergeben würde, wäre eine andere. Russland sagt, wir bleiben hier stehen. Im Prinzip mehr oder weniger an der Frontlinie. Müsste dann und man würde sich aus Sicht der Ukraine darauf verständigen können, müsste dann der Rest der Ukraine NATO-Mitglied werden? Ja, das ist, denke ich, ein Punkt, der diskutiert wird. Und ob vor allen Dingen das Sicherheitsinteresse Russland mit berücksichtigt ist und ob Russland das akzeptiert. Ich meine, es ist nicht gut für die Ukraine, wenn es so wäre, weil diese NATO-Osterweiterung hat ja auch ein Stück weit zu diesem Krieg beigetragen. So ehrlich muss man einfach sein. Auch dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Aber das sind, wissen Sie, das sind alles Dinge, die natürlich in einem Friedensgipfel diskutiert werden müssten, um endlich, und das muss doch eigentlich das Ziel sein, das Sterben so schnell wie möglich zu beenden, das Leid zu beenden auf beiden Seiten. Am Ende ist Wladimir Putin der aktuelle Präsident Russlands, ob uns das nun passt oder nicht. Und es wird der einzige Gesprächspartner sein. Haben Sie Vertrauen zu ihm? Es geht nicht in erster Linie um Vertrauen. Ich habe auch kein Vertrauen zu Herrn Zelensky, wenn ich ihn vor allen Dingen auf seiner Tour durch Europa sehe. Es geht darum, dass man diese Präsidenten, die legitimiert sind, die Staaten zu vertreten, an den Verhandlungstisch bringt. Und dort muss Vertrauen aufgebaut werden. Ich denke, es ist viel Vertrauen auch zerstört worden, und zwar an beiderseitigen Einvernehmen. Auch Wladimir Putin hat zu Deutschland wesentlich weniger Vertrauen, weil eben auch Absprachen und Verträge nicht eingehalten wurden. Ich habe es ja erwähnt, Minsk I mit II. Das hat Vertrauen zerstört. Das ist das Interesse der Polen. Und ich meine, die Akzeptanz... Spielt das für Sie keine Rolle? Moment, die Akzeptanz, dass Polen jetzt in der NATO-Mitglied ist in Russland mittlerweile gegeben. Da wird niemand sagen, Polen müsse aus der NATO austreten. Die Frage ist, wie die weitere Aufrüstung und Militarisierung Polens vonstatten geht. Und die, nehme ich, da haben Sie recht, gerade in der Grenzregion, als gefährdend war, wie gerade Polen durch Amerika immer weiter aufgerüstet wird. Und das beunruhigt natürlich viele Bürger, weil wir, wie gesagt, einen weiteren Konflikt nicht wollen. Und niemand wird sagen, auch nicht Wladimir Putin, davon gehe ich zumindest sehr stark aus, dass diese Länder aus der NATO austreten müssen. Am Ende muss es doch darum gehen, dass wir die Sicherheitsinteressen aller Staaten mit einbeziehen und berücksichtigen. Das wäre ja so, als wenn Kanada jetzt sich militarisiert durch Russland. Wie würde das Amerika akzeptieren? Wenn ich an die Kuba-Krise denke, alles Dinge, die auch nicht Amerika akzeptiert hat. Dieses Verständnis müssen beide Seiten aufbringen. Eine Frage noch in dem Kontext. Die AfD ist eine Partei, die sich seit langem für die Wiedereinführung der Wehrpflicht stark macht. Jetzt ist diese Debatte tatsächlich gekommen. Und Sie haben vergangenes Jahr dazu gesagt, ich zitiere mal, ich denke, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über eine Wehrpflicht zu diskutieren, wo die Bürger aktuell Angst haben, dass Deutschland mit in diesen Krieg hineingezogen wird. Wie stehen Sie zu den Plänen, die Wehrpflicht jetzt wieder zu reaktivieren oder zumindest in die Richtung zu gehen? Sie haben recht, das ist ein Grundsatzpunkt unseres Grundsatzprogrammes, die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und ich denke, dass aktuell die Diskussion, wie sie geführt wird,
auch wieder zu riesiger Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung beiträgt, weil man natürlich aktuell sieht, dass man jetzt über diese Wehrpflicht diskutiert, weil man meint, ja, jetzt werden unsere Kinder und Enkelkinder werden in den Krieg geschickt. Man will hier im Prinzip einen Krieg vorbereiten. Sie jetzt eine Wehrpflicht wollen oder nicht? Ich finde die Diskussion aktuell schwierig, auch schwierig erklärbar. Ich finde, man sollte, und das habe ich immer wieder auch gefordert, auch ein Deutschlandjahr, das war ja auch mal eine Idee der CDU, einführen. Das heißt, dass man natürlich auch wählen kann, Wehrpflicht, Verteidigungsfähigkeit, das ist richtig und wichtig. Ja. Und zum Beispiel auch Zivildienst, das würde im Übrigen auch die Pflege in diesem Land weitgehend auch mit unterstützen und entlasten. Aber ich verstehe richtig, also von dem Bürgerjahr steht jetzt nichts in Ihrem Programm, aber Sie sind jetzt gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, Stand jetzt. Ich persönlich bin jetzt aktuell gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Herr Kruppalla, Frau Weidel macht aus ihrem Erfolg die paar Stimmen und holt sie da einfach eiskalt von der Bühne runter. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Na gut, sie hat ja recht, es geht um 8 Stimmen und trotzdem muss man ja sagen, dieser Parteitag hat 2 Parteichefs der AfD bestätigt mit 80%. Das gab es in unserer Partei noch nie. Also einen größeren Rückhalt kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und man muss sagen, das ist natürlich auch ein Stück weit das Ergebnis unserer Arbeit der letzten 2 Jahre, die sehr vertrauensvoll vonstatten gegangen sind. Und dieses Vertrauen wird weiterhin auch Bestand haben. Wird die AfD einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen? Also ich gehe nach den aktuellen Umfrageergebnissen davon aus, dass wir einen Kanzlerkandidaten aufstellen oder eine Kanzlerkandidatin, das ist ganz klar. Denn ich denke, das erwarten auch die Wähler. Wenn wir zweitstärkste Kraft in Umfragen sind, müssen wir den Frontalangriff auf diese Regierung, aber auch natürlich bei diesen Bundestagswahlen führen. Und wir wollen natürlich nach der Kommunalpolitik, nach der Landespolitik auch irgendwann im Bund regieren, ganz klar. Sie haben bei dem Parteitag 83% geholt, besseres Ergebnis als Alice Weidel. Sind Sie damit der natürliche Kanzlerkandidat? Nochmal, diese Personaldiskussion wird nächstes Jahr im Frühjahr die Partei führen. Möchten Sie? Nächstes Jahr die Partei führen. Haben Sie Interesse? Ich finde, Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin. Sie wurde gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung, wo Sie beide waren, in Freiberg auch angekündigt als Kanzlerkandidatin der Herzen. Sehen Sie das auch so? Nochmal, Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde. Das wird die Diskussion die nächsten Wochen und auch Monate bringen. Aber Sie können davon ausgehen, dass es da keinen Machtkampf gibt und auch keinen Streit gibt. Also da werden wir uns natürlich auch mit den Gremien der Partei, darauf möchte ich verweisen, auch mit den Landesvorsitzenden absprechen. Uns geht es, und auch mir vor allem, mir persönlich, geht es immer als allererstes um das Land, um Deutschland, dann um die Partei und dann um die Person. So bin ich immer in der Politik eingestellt und auch groß geworden. Habe ich das eben richtig verstanden? Sie würden ihr den Vortritt lassen? In der Frage. Ich finde, Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin. Nochmal, ich greife hier niemanden vor, auch keine Entscheidung. Am Ende entscheidet das ein Parteitag oder die Basis in unserer Partei. Ist die AfD ein Wolf im Schafspelz? Nein, Sie sehen ja im Prinzip auch die Zustimmungswerte, die wir im Osten haben, die wir natürlich auch in vielen westdeutschen Bundesländern mittlerweile haben, zweitstärkste Kraft. Deswegen kann ich von dieser Umfrage wenig abgewinnen. Am Ende hat man noch nur Angst, dass die AfD regiert, damit sich endlich was zum Guten in diesem Land verändert. Und mit uns wird sich einiges ändern, das sage ich ganz bewusst, vor allem die ersten Tage, wenn wir regieren. Und das werden wir auch den Wählern beweisen und davor haben viele Angst, das glaube ich. Was würde genau passieren? Ich glaube, so eine Formulierung ist auch eine, wo manche zusammenzucken. Wenn Sie sagen, gerade die ersten Tage, in denen wir regieren, was würde denn in den ersten Tagen passieren, wo Sie regieren? Ja, ich habe es ja schon eingangs in einigen Vormeldungen bereits kundgetan. Eine rigorose Migrationspolitik, die sofort zu sofortigen Grenzkontrollen führen würde. Abschiebungen würden stattfinden, ganz klar für diejenigen, die in Deutschland nichts zu suchen haben. Kriminelle Asylbewerber oder Migranten würden abgeschoben werden. Wir würden eine Kehrtwende in dieser desaströsen Energiewende betreiben. Das bedeutet, dass wir sofort Kernkraftwerke wieder einsetzen würden, beziehungsweise auch die Kernkraftforschung wieder in Gang bringen, damit wir das Energieangebot ausweiten. Wir würden russisches Gas wieder in die Leitungen bringen und damit auch die Gaspreise senken, die ja aktuell zu diesen wirtschaftlichen Problemen führt. Also das sind alles Punkte, ich könnte jetzt noch 10 Minuten weiterreden. Ich frage Sie zu einem konkreten. Ihr Parteivize, Herr Brandner, hat beim Parteitag gesagt, der Wahlzettel soll Haftbefehle für die Regierung sein. Stellen Sie reihenweise Haftbefehle aus, wenn Sie wenn Sie in der Regierung sind? Das ist eine Überspitzung von Herrn Brandner, so ist er teilweise. Aber das sind Töne, die, glaube ich, zu dieser Wahrnehmung Ihrer Partei sehr stark beitragen. Da gebe ich Ihnen teilweise recht, das sind aber nicht meine Töne. Ich denke, was aber auch dazugehört, und das wäre zum Beispiel ein Punkt, den wir auch vorantreiben würden, dass wir natürlich die ganze Corona-Politik aufarbeiten würden, wo definitiv Grundrechts- und auch Meinungsfreiheitsdelikte stattgefunden haben. Und ich denke auch, gerade was die Corona-Politik angeht, muss so aufgearbeitet werden, dass auch die Verantwortlichen dort sozusagen zur Verantwortung gezogen werden. Sie haben eben gesagt, das ist nicht Ihre Position. Es gibt so viele Positionen in Ihrer Partei, wo Sie so häufig sagen, das ist nicht Ihre Position. Was ist da los in der AfD? Also nochmal, das ist Ich sage noch ein Beispiel. Ja. Kennen Sie den Maushändler Klaus?
Habe ich schon mal gelesen davon. Ja? Ich erkläre es mal für die Zuschauer, die es vielleicht nicht so genau wissen. Alle haben das Video auf Sylt gesehen, wo zu der Zeile Ausländer rausgetanzt wurde. Auf ihrem Fraktionsfest hier in Berlin wurde vergangene Woche zu der Textzeile Maushändler Klaus der gleiche Song getanzt. Haben Sie die Leute angesprochen? Was sagen Sie denen bei Ihnen in Ihrer Partei? Ja, natürlich haben wir diese Dinge diskutiert und natürlich haben wir auch klar gemacht, dass wir sowas nicht wünschen, ne? Noch dazu bei solchen Fraktionsveranstaltungen. Aber wissen Sie, ich würde das jetzt nicht höher hängen, als es eigentlich ist. Wir reden über, denke ich, wichtigere Probleme in Deutschland und Aussagen von Aussagen von einzelnen Politikern, die unterschiedlicher Couleur sind. Das gibt es in jeder Partei. Wenn ich Aussagen in der CDU sehe von Herrn Kretschmer, von Herrn Wanderwitz zu Herrn Merz, diese Unterschiede gibt es doch überall. Ich denke, das gehört auch, Herr Preis, das gehört auch zu einer Volkspartei dazu. Unterschiedliche Ausrichtung, unterschiedliche Meinungen und damit kommen wir klar. Ich denke, dass die Disziplinierung die letzten Jahre dort doch gut gelungen ist. Rechtsextreme Aussagen gehören aber nicht zu einer Volkspartei. Also ich weiß nicht, was jetzt an dieser Aussage rechtsextrem sein soll. Ganz ehrlich, damit kommen wir schon wieder in einen Kontext, wo wir alles in die Rechtsextrem sagt, die deutsche Nationalmannschaft ist eine Fremdenlegion. Das sind deutsche Staatsbürger. Ja, ich finde diese Aussage sicherlich nicht passend, aber ich finde sie auch nicht rechtsextrem. Wir gucken mal etwas verallgemeinernd. Sie sagen ja, das sind Einzelfälle. Sie haben diese Woche vom Oberverwaltungsgericht Münster eine Urteilsbegründung bekommen. Da wird zum Beispiel auch gesagt, dass das eben nicht nur steht wörtlich drin, nicht nur Entgleisungen sind, sondern die Grundtendenz ihrer Partei. Und das Gericht stellt auch fest, Zitat, dass ihre Partei Bestrebungen verfolgt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, dass der Verdacht besteht, dass sie die wahren Zielsetzungen aus taktischen Kalkülen nicht offenlegen und dass sie eben zwischen Menschen erster und zweiter Klasse unterscheiden. Ich zitiere da nochmal, es wird nicht, schreibt das Oberverwaltungsgericht Münster, es wird nicht zwischen Ausländern und deutschen Staatsangehörigen unterschieden, sondern jede Veränderung der ethnisch-kulturellen Identität wird als existenzielle Bedrohung beschrieben. Das gibt es für Sie Menschen erster und zweiter Klasse in diesem Land? Gibt es natürlich nicht. Und wenn Sie unser Partei- und auch Wahlprogramm sehen, werden solche Aussagen auch dort keinen Bestand haben. Und das ist auch die Leitlinie für unsere Repräsentanten in unserer Partei. Und nochmal, hier geht es um einen Verdacht. Und dieser Verdacht muss erst erhärtet werden. Deswegen werden wir uns auch gegen diese Aussagen natürlich wehren. Gleichwohl räume ich auch ein, dass es in der Vergangenheit sicherlich Aussagen gab, die mit unserem Grundsatzprogramm nichts zu tun hat. Aber genau das ist auch der Punkt, an dem wir arbeiten. Und das gehört für mich auch zur Disziplinierung unserer Partei bei. Und ich denke, da haben wir die letzten Jahre auch riesige Eine zweite Gerichtsinstanz vom Oberverwaltungsgericht. Sie wollen diesen Staat führen und sagen, das ist im Prinzip nicht korrekt. Es ist eine Gerichtsinstanz, die wir angerufen haben, weil wir gegen eine sehr klar die beobachtet. Herr Preis, die Beobachtung einer Partei, die Kriterien dafür sind relativ niedrig angelegt und wir werden uns dagegen weiter wehren und natürlich nehmen wir auch diese Urteile ernst, das will ich auch ganz klar sagen und wir werden uns auch mit dieser ausführlichen Urteilsbegründung befassen. Nehmen Sie die Urteile wirklich ernst. Es gibt sehr viele Aussagen von Herrn Höcke, der vor Gericht steht, der von politischen Prozessen spricht. Sie haben selber mal von Schauprozessen gesprochen. Unterhöhlen Sie nicht sozusagen die Glaubwürdigkeit der Justiz? Nein, die unterhöhle ich nicht. Aber es gibt natürlich auch für jedes Urteil hat man auch einen Spielraum der Akzeptanz zum einen und natürlich kann man auch eigene Interpretationen hineinbringen. Ich denke, das ist zulässig und natürlich achten wir auch Gerichtsurteile, auch wenn sie uns nicht gefallen. Dann kann man aber auch die Form der Revision wählen. Und nochmal, wenn ich natürlich sehe, wie teilweise mit manchen Vorgängen umgegangen werden, dann muss man die Verhältnismäßigkeit, und die bringe ich immer wieder in den Spielraum hinein. Die Verhältnismäßigkeit wird oft überschritten, weil man über Dinge tagelang vor Gericht diskutiert, wo ich meine, die sind nicht in dieser Form der Verhältnismäßigkeit angepasst. Verstehen Sie trotzdem, dass so viele Menschen Sie kritisch sehen und mehr als kritisch sehen, wenn solche Sachverhalte im Raum stehen, wenn wir solche Videos aus Ihrer Partei sehen und einen Parteivorsitzenden dazu, der sagt, das sind Einzelfälle und ich spreche mit den Leuten mal? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass wir die Dinge sehr wohl ernst nehmen. Aber ich meine, welche Partei wird denn in Deutschland nicht kritisch gesehen? Sie tun ja gerade so, als wenn die Grünen oder die SPD weniger kritisch gesehen wird. Die Grünen werden wesentlich kritischer gesehen. Und ich denke, das ist die eigentliche Gefahr in diesem Land, was Wirtschaftspolitik angeht, Migrationspolitik angeht. Da sehen wir doch die Gefahren. Also deswegen werden wir uns genauso damit natürlich auseinandersetzen wie jede andere Partei auch.